Meine Lieben, ich begrüße euch ganz herzlich zum 124. Vortrag zur Apokalypse. Und dazu kommt der 22. Wochenspruch. Das Licht aus Weltenweiten, im Innern lebt es kräftig fort. Es wird zum Seelenlichte und leuchtet in die Geistestiefen, um Früchte zu entbinden, die Menschen selbst aus Welten selbst im Zeitenlaufe reifen lassen. Also ganz stark das Motiv, das sich ja jetzt die ganze Zeit schon durchzieht, immer stärker, immer in der Steigerung jetzt. Also wir nehmen das Geist... Entschuldige. Ja, bitte. Es sind zwei Hände ganz dringend erhoben. Was Aha, bedeutet... bitte, wer will denn was sprechen? Will jemand? Renate hat sich gemeldet. Habe ich nur gesehen. Renate, ja, Renate, wolltest du was sagen oder war es nur der falsche Knopf? Schaut nicht so aus. Ja, sorry, ich habe es jetzt nicht wegbekommen. Ah ja, macht nichts, kein Problem. Ja. Alles gut. Gut, also... Dann lese ich einfach noch einmal den Wochenspruch, den kann man nicht oft genug lesen. Es ist der 22. Wochenspruch. Das Licht aus Weltenweiten, im Innern lebt es kräftig fort. Es wird zum Seelenlichte und leuchtet in die Geistestiefen, um Früchte zu entbinden, die Menschen selbst aus Welten selbst im Zeitenlaufe reifen lassen. Also das heißt, unser wirkliches Wesen kommt uns aus der Welt draußen, aus der geistigen Welt, aber durchaus auch vermittelt durch die Sinneswelt zu. Und dieses Licht nehmen wir auf. Wir nehmen es auf, also ganz besonders während der Sommerzeit, durch die wir jetzt noch durchgehen, die sich aber schon dem Ende zuneigt. Und jetzt geht es schon langsam über, dass dieses Licht im Innern erwachen soll, das heißt bewusst werden soll. Als Kraft ist es da, als Kraft ist es immer da, nur handhaben können wir es dann, wenn wir uns dieser Kraft bewusst werden und es unterscheiden lernen, diese Kraft von unserem kleinen Ich, von unserem Ego, das unser Alltagsbewusstsein, ja, wie soll ich sagen, formatfüllend ausfüllt. Und erst dahinter oder versteckt auch in diesem Alltagsbewusstsein ist das Bewusstsein von unserem wirklichen Ich. Das heißt, von unserem wirklichen geistigen Ursprung, der drinnen ist, ja, von dem Göttlichen, das in uns lebt, weil dieses große Ich, dieses wirkliche Ich, das wir haben, das ist das, in dem der Christus lebt. In jedem von uns, in jedem Ich von uns lebt der Christus drinnen. Und das ist das stärkste Licht, das wir uns überhaupt denken können. Die stärkste Lebenskraft, das stärkste Licht, das sich uns zur Verfügung stellt, wenn wir es wollen. Das ist der springende Punkt. Wenn wir es nicht bemerken, dann ist dieses Licht ja im Grunde zur Untätigkeit verurteilt, zumindest in uns zur Untätigkeit verurteilt, um unsere Freiheit nicht zu beschränken. Das heißt, dieses ganze Potenzial, das in uns ist, wartet darauf, von uns erkannt und erweckt zu werden. Das ist ganz wichtig. Es ist die Zeit wirklich jetzt abgelaufen, wo einfach dieses Licht von sich aus tätig wird und unsere Angelegenheiten regelt.
sondern wir müssen uns bewusst an dieses Licht wenden. Und das möchte ich heute eigentlich zum Hauptthema des Ganzen machen, auch weil eine Frage gestellt wurde zu den letzten Vorträgen, wo ich ja schon sehr deutlich immer wieder darauf hingewiesen habe, dass es darauf ankommt, dass wir wollen. Aber das ist jetzt nichts, was so was riesig ist, wo man denkt, ja bitte, wie soll ich denn das machen? Es geht eigentlich nur darum, zu erkennen, zunächst einmal das, was wir immer schon machen, weil aus unserem Ich heraus sind wir immer wollend tätig und erschaffen uns ununterbrochen selbst. Wir kriegen es in der Regel nur nicht mit. Das ist das große Problem. Und wir leben im Bewusstseinsseelenzeitalter und jetzt ist die Zeit reif, sich dessen bewusst zu werden. Und erst wenn wir uns dessen bewusst werden, können wir wirklich aus der Freiheit heraus geistig tätig werden. Und dann ist aber die ganze göttliche Kraft mit uns vereint, stellt sich uns zur Verfügung. Wir müssen eigentlich nur uns in Verbindung setzen mit dieser Kraft, die da ist. Und diese Kraft ist viel, viel stärker, weil im Grunde unerschöpflich, viel, viel stärker als das, was alle Widersachermächte zusammen vermögen, samt der soratischen Wesenheiten. Also das heißt, ein Unterliegen diesen Mächten liegt nur dann daran, dass wir das Potenzial, das wir haben, nicht ausschöpfen, nicht herangehen daran. Und im Dienste unserer Freiheit, was das große Ziel der Erdentwicklung ist, das herauszubringen und was notwendig gemacht hat, dass wir eben in einen Bewusstseinszustand hineinversetzt sind, wo wir zunächst einmal, und wir stehen heute, zumindest die meisten Menschen, sage ich mal, ein Großteil der Menschheit, in dem drinnen, dass sie sich von allen guten Geistern verlassen fühlen. Und jetzt sind sie da drinnen mit ihrem kleinen Ego-Bewusstsein und denken sie, wie schaffe ich das alles? Ja, manche fühlen sich groß im Ego und schaffen sehr viel, aber auch die kommen dann meistens irgendwo einmal später an ihre Grenzen. Und spätestens dort, wo der Tod herannaht, dann plötzlich kommen die Lippenbekenntnisse, na ja, gut, ich bin Materialist, ich weiß es ist alles aus und Gott sei Dank ist alles aus. Das ist ja heute fast ein Mantra, das gesprochen wird. Gott sei Dank, dann ist es aus, dann ist nichts mehr, es gibt nichts mehr. Nur, das wird auch in Wahrheit nur so lang gesprochen, solange es halt noch nicht so ganz nahe ist, dieser Moment. Da spricht sich das leichter. Aber es ist halt so, dass das Bewusstsein, gerade das kleine Bewusstsein der Menschen heute sehr stark ausgefüllt ist mit dem, was uns die Widersacher allesamt einflüstern. Sei es einmal die Luziferischen, die sagen, ja, das Leben besteht aus Spaß haben und aus Vergnügen und alles schön machen sich im Leben. Und möglichst das von Anfang, von der Wiege bis zur Bahre so durchzuziehen. Gott sei Dank funktioniert das nicht, weil sonst könnten wir uns nicht entwickeln. Weil damit ist nichts gesagt, dass wir nicht Freude, auch Spaß haben sollen im Leben, gar nicht. Das gehört dazu, aber es ist nicht das Einzige, sondern es ist ein Teil. Es ist ein Teil und wahrscheinlich nicht der größte Teil des Lebens, aber es ist ein Teil, der dazugehört, aber es ist eben nicht alles. Und das heißt, das ist einmal das eine, über das wir darüber wegkommen müssen. Das zweite ist, es ist nicht alles mit dem rational arimanisch gefärbten Verstand erklärbar. Nichts, also in unserem Leben schon überhaupt nicht. Ich meine, nicht einmal in Wahrheit heute in der Naturwissenschaft, in der Technik. Wir sind in der Technik so weit, dass wir im Grunde selbst die Technik jetzt schon, die wir selbst entwickeln, zwar noch im Grundprinzip kennen, aber was sie dann wirklich in der Praxis macht, namentlich also jetzt mit der ganzen Elektronik, mit der künstlichen Intelligenz, die kommt, wo die Programmierer, die das ja eigentlich die Grundprogramme dafür schreiben, aber dann nicht mehr letztlich wirklich hundertprozentig nachvollziehen können, was dann da drinnen wirklich passiert. Weil es sind mittlerweile selbstlernende Programme, die entwickeln sie weiter, die werden mit Musterdaten gespeist, mit Milliarden von Daten gespeist und dann
passiert da was drinnen. Und das ist nicht mehr fix vorprogrammiert, was da passiert, sondern da tut sich halt einfach drinnen irgendetwas. Und das hängt natürlich von den Daten ab, aber es kann kein Mensch mehr nachvollziehen, weil womit könnte er es nachvollziehen? Das sind Milliarden von Prozessen, die pro Zehntelsekunde ablaufen. Das kann kein Mensch mehr mitvollziehen. Da müsste er wieder genau ein gleiches Programm aufstellen, das das macht, na, dann weiß er es erst nicht. Okay, dann sieht er zum Schluss vielleicht kommen die zu identischen Ergebnissen, aber nicht einmal das ist garantiert. Zwei baugleiche Dinge, wenn nur die Daten in ein bisschen einen anderen Rhythmus eingespeist werden, kommt vielleicht zu einem ganz anderen Ergebnis. Und das ist heute das Funktionieren der meisten Dinge in unseren zumindest weiterentwickelten Zivilisationen, also das heißt in unseren hochtechnisierten Zivilisationen, es funktioniert ohne dem nichts mehr. Im Grunde. Es würde das Stromnetz zusammenbrechen, es würde die ganze Infrastruktur im Grunde zusammenbrechen. Ich meine von Verkehr, Verkehrsampeln und Eisenbahnsteuerung und so weiter, Flugzeuge, was auch immer ist, Wasserversorgung, nichts funktioniert ohne dem. Nichts. Und wenn dort was schief geht, dann stehen wir eigentlich ratlos davor, im Grunde. Und sind angewiesen auf diese technischen Hilfsmittel, also wir können nur wieder sowas einsetzen, um es in Schwung zu bringen. Das heißt, nicht einmal die Technik ist heute mehr etwas voll für den Menschen Durchschaubares. Und da tummelt sich alles mögliche Arimanische drin herum. Übrigens, letztens hat mir ein Kollege vom Antrowiki geschrieben, ich habe deinen letzten Vortrag gehört, ich habe ihn 4-mal gehört und plötzlich beim 4. Mal, wie ich ihn angehört habe, war drinnen eine mechanische Stimme, das habe ich aber jetzt nicht verstanden. Und dann hat er mir gesagt, siehst, da sind arimanische Elementarwesen drin. Naja, wir züchten sie wirklich. Ich meine, diese ganzen Sachen mit der künstlichen Intelligenz und dergleichen sind also Zuchtstätten für arimanische Elementarwesen. Absolute Zuchtstätten. Also wir haben, weiß ich nicht, sicher das 100-fache bereits an arimanischen Elementarwesen, als wir an ursprünglichen Naturelementarwesen haben. Also die Erde wird immer mehr bevölkert von diesen Wesen und ja, die tun, was sie wollen oder was ihnen der Ahriman einflüstert und wir haben sie nicht mehr wirklich unter Kontrolle. Also, das heißt, wir haben das Problem, wir verstehen die Natur nicht restlos, wir verstehen nicht die von uns geschaffene Unternatur nicht restlos. Wir haben also einen kleinen Bereich irgendwo, wo wir glauben, uns selbst zu verstehen, aber da verstehen wir auch nur das Ego. Also das heißt, wir brauchen einen riesigen Aufbruch zu einer neuen Erkenntnisebene. Und genau diesen Weg will ja die Anthroposophie bahnen, also auf eine höhere Ebene des Erkennens zu kommen, also sei es einmal zum lebendigen Denken vorzuschreiten, was schon ein ganz großer Sprung ist. Das ist bereits ein anderes Denken als dieses arimanische Denken, das eben seine Grenzen hat. Zwar scheinbar unerschöpflich ist, weil es eben zum Beispiel Milliarden Berechnungen in der Zehntel- oder Millisekunde durchführen kann und trotzdem ist es begrenzt. Das lebendige Denken ist eigentlich nicht begrenzt, sondern da gibt es, also so wie es, ich weiß nicht mehr, in der Mathematik gibt es so schön, man spricht von der Unendlichkeit, die aber verschiedene Stufen hat. Es gibt die abzählbare Unendlichkeit, das sind die natürlichen Zahlen, also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und jetzt kann ich bis unendlich weiterzählen, sprich ich kann es eigentlich nicht, weil ich nie zu einem Ende komme. Aber das ist noch eine winzige Unendlichkeit, es gibt noch eine viel größere, weil es gibt auch die nicht abzählbare Unendlichkeit. Weil wir haben ja auch Dezimalzahlen, Kommazahlen, Bruchzahlen, also 1,1, 1,1001, 1,1001, 0001 und so weiter. Mit unendlich vielen Kommastellen. Das heißt, wo es bei den natürlichen Zahlen von 0 auf 1 geht mit einem Sprung, sind dazwischen wieder unendlich viele Zahlen möglich.
Und die kann man nicht mehr abzählen. Die kann man nicht mehr abzählen. Weil da reichen eben sozusagen die natürlichen Zahlen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nicht aus. Weil es immer dazwischen wieder unendlich viele Zahlen gibt. Da komme ich nie nach. Und das ist das Minimum von dessen, was die Unendlichkeit des Geistigen bedeutet. Sie ist absolut unabzählbar und daher aber auch absolut nicht berechenbar. Keine Rechnung kann das erfassen. Und der Ariman kann nur mit Rechnungen letztlich arbeiten, also nur mit dem, was sich in unserem Sinne genommen rational in irgendeiner Form kalkulieren lässt. Und damit kann er die größten Zauberkunststücke machen und wir mit unserem Verstand kommen niemals nach. Ich meine, wir sind froh, wenn wir ein paar kleine Sachen lösen können, aber die Technik löst mittlerweile das Milliardenfache davon in Sekundenbruchteilen, wo Mathematiker vor kurzem noch Jahre oder Jahrzehnte gebraucht haben, auch um Gleichungen zu lösen, machen heute Algorithmen, die das können. Also das heißt, was ist ein Algorithmus? Ein Kochrezept im Grunde. Ein Kochrezept, wo klar vorgegeben ist, welche Schritte passieren müssen und die werden halt nach und nach abgearbeitet und da kommen halt die ganzen Daten rein. Damit entsteht aber immer was wir zumindest nicht vorhersehen können. Der Rechner berechnet es halt. Aber das Geistige ist viel, viel größer. Das Geistige ist viel, viel größer und wir haben als einzige Chance, also, dass wir das Bewusstsein auf diese Ebene langsam heben. Und das fängt eben an mit dem lebendigen Denken, das sich weiter steigert bis zur Imagination. Das heißt, wo wir beginnen, geistig wahrzunehmen. Dann nehmen wir wahr, zum Beispiel Elementarwesen in der Natur. Der Rechner berechnet. Aha, da ist jetzt irgendwie. Da ist jetzt, entschuldigt, Sie muss ich kurz schauen. Im Livestream. Ja, das ist der Livestream, genau. Ton sehr schlecht. Müssen wir schauen, wieso der sollte eigentlich stumm sein. Hat irgendwer den Livestream an? Warte, Frau Soa meldet sich. Ja, Frau Soa? Ja. Probleme. Der Ton ist abgehackt. Abgehackt? Ja. Okay. Der Anita Holzgarten hat mich gerade angerufen. Der Ton sei abgehackt. Und, Im Livestream oder im Jitsi? Ich nehme an, im YouTube. Im YouTube? Okay. Ich an, ja. Ich hatte jetzt kurzzeitig ein Echo drinnen vom YouTube, vom Livestream. Es ist jetzt aber weg. Ich weiß nicht wieso. Keine Ahnung. Okay, dann leg mal auf. Wenn ich mich nicht mehr melde, ist gut. Ansonsten schicke ich dann nochmal SMS oder sonst was. Okay, passt. Gut. Danke, ciao. Ciao. Wolfgang, Ja? da war eine Dame, die wollte dir sagen, dass sie dich nicht versteht und die hat das Echo gebracht bei dir. Da ist offen. Ah, verstehe. Ja, der François hat mir gerade gesagt, dass im YouTube es abgehackt rüberkommt. Ich weiß jetzt allerdings nicht wieso. Bei mir da, das Stream läuft alles normal. Also ich kann es jetzt leider nicht beeinflussen. Ich hoffe, dass es sich gibt, ja, abgehackt, genau. Na je. Aha. Ja, viel näher kann ich mein Mikro da nicht stellen, weil das ist der Laptop, sonst passt es mit dem Bild nicht. Warte jetzt, ich kann noch eines versuchen. Ich kann die Lautstärke bei mir vergrößern. Warte jetzt einmal. No, der Ariman macht sich jetzt bereit. So, Verstärkung. Warte mal.
So. War das jetzt der richtige? Na, das war der falsche. So. Naja, mit dem müssen wir leben. Verzeiht mir bitte, aber so. So, ich hoffe, es ist jetzt besser. Machen wir einen kurzen Test. Könnt ihr mir bitte eine Rückmeldung geben vom Livestream, ob es jetzt normal passt? Ah, ist jetzt normal. Passt schon. Das lese ich. Also ich hoffe, bleibt so. Gut. Ja, steigen wir wieder ein zu den Elementarwesen, zu den Arimanischen, die uns piesacken, ganz offensichtlich jetzt auch da drinnen. Was können wir dagegen tun? Also einmal Bewusstsein, uns entwickeln langsam für eine nächste Ebene der Erkenntnis, für eine Ebene, auf der uns das Geistige zugänglich ist. Und jetzt komme ich zu dem entscheidenden Punkt und zu der Frage, die an mich gestellt wurde. Ja, wie können wir denn wirklich mit dem allen fertig werden? Wie können wir einen nächsten Schritt machen? Es war ja oft gesagt, dass wir das Göttliche jetzt eigentlich in uns finden müssen. Wir können es nicht einfach mehr jetzt so einfach hinauswenden und sagen, macht ihr für uns, bitte tut, sondern wir müssen es eigentlich durch unser Ich durchbringen und wir müssen das Göttliche in uns erwecken. Und die konkrete Frage war, ja, welche Hilfe kann denn das Gebet dabei geben? Eine ganz, ganz große. Das Wichtige einmal beim Gebet ist, das christliche Gebet ist nämlich etwas, was ganz und gar an das Ich-Bewusstsein appelliert. Es ist also nicht zu vergleichen mit den noch vorchristlichen Formen der Anbetung des Göttlichen, sondern es ist die Verbindung zwischen Anbetung des Göttlichen draußen, also das, was uns entgegenkommt von draußen, mit dem uns unser wirkliches Ich entgegenkommt, mit einem immer stärkeren Entwickeln des Ich-Bewusstseins drinnen. Im Inneren, und zwar wirklich des Ich-Bewusstseins, nicht des Ego-Bewusstseins, sondern wirklich das Erkennen des göttlichen Funkens in uns. Und das spielt bei jedem Gebet eine ganz große Rolle. Und das Einzige, was man falsch machen kann, ist, dass man aus dem Ego heraus betet oder bittet. Also bitte, bitte lass das Haus des Nachbarn abbrennen, aber meines nicht. Dann ist es sicher kein Gebet, sondern das Gegenteil davon. Dann ist es also eine ganz falsche Bitte. Oder bitte lass es regnen, damit mein Feld gedeiht. Und der Nachbar sagt, bitte lass es trocken werden, damit das Feld nicht überschwemmt wird. Ja bitte, was soll dann der liebe Gott machen? Gar nichts. Er macht ganz was anderes. Er gibt wahrscheinlich beiden nicht recht oder 10 anderen, die noch was anderes wollen. Also das heißt, mit dem Gebet ist eine ganz starke innere Haltung verbunden, dass man einmal sehr sich bewusst ist, dass es nicht etwas Egoistisches sein kann, sondern dass es etwas ist, was ja mit dem Weltgeschehen, mit dem geistigen Weltgeschehen irgendwie in Einklang steht. Was also nicht nur für mein kleines Ego bittet, sondern das bittet für mein Ich. Das heißt, es möge mir die Kraft verliehen werden, dass ich aus meinem Ich heraus im Grunde den Beitrag leisten kann zur Gestaltung der Welt, der im Bereich meiner Fähigkeiten liegt, beziehungsweise, um es noch genauer zu sagen, den einen Schritt immer darüber hinausgeht. Denn in Wahrheit ist alles, was wir schon können, das ist schon Selbstverständlichkeit. Das Entscheidende ist immer der kleine Schritt über die Grenze hinaus. Den lieb ich, der Unmögliches begehrt. Was mir heute unmöglich
war, sollte morgen möglich werden. Aber so ein kleiner Schritt, der genügt. Es geht nicht um riesige Dinge, es geht um ganz kleine Dinge. Die großen Dinge ergeben sich daraus, dass die kleinen Dinge passieren. Und dann kann es manchmal passieren, dass es scheint, jetzt habe ich eigentlich nur einen kleinen Schritt gemacht und plötzlich geht es so viel weiter. Aber das ist das Ergebnis von den vielen kleinen Schritten, die wir alle als Menschheit gemeinsam tun. Und die sich dann oft in einem Brennpunkt sammeln und dann kann plötzlich eine große Wende passieren. Auch in ganz schwierigen Zeiten kann dann eine große Wende passieren. Und das heißt, da gehört auch mit das Bewusstsein, da ist letztlich die ganze Menschheit mitbeteiligt daran. Manche mehr, manche weniger, aber es geht nie darum, entschuldigt, jetzt gibt es wieder ein Problem. Ja, Julia? Entschuldigung, dass ich dich störe. Auf YouTube hört man dich nicht. Und Schon- da schreiben ganz viele verzweifelt. Schon wieder nicht mehr, weil jetzt habe ich gerade gelesen, es funktioniert wieder. Na, also ich höre noch immer nichts und das schreiben die Leute auch nach wie vor. Mhm. Also wenn du ganz nah dran bist, hört man dich komischerweise, aber sonst bist du nicht zu hören. Aber vielleicht geht es halt einfach heute nicht. Das Ich werde die Verstärkung noch ein Stück raufdrehen. Ich habe schon ziemlich weit oben. Also ich habe aber die Einstellung wie immer. Bitte, ja, bitte. Ich schreibe dir, wenn es wieder Gut, passt. Gut. Die Verbindung läuft, aber man hört mich fast nicht. Also ich kann nur da noch einmal mein Mikro. Warte. Hier hört man dich sehr gut. Ja. Warte. So, bitte noch einmal probieren, ob wie es jetzt auf dem Livestream ist. Jetzt bin ich nämlich schon etwas verwirrt, glaube ich. Vielleicht habe ich den falschen Laut gestellt. Mhm. So, ich schaue kurz einmal beim Livestream hinein. So, kann mir jemand vom Livestream schreiben, ob es besser geht? Ah, super. Ich hoffe, es bleibt so. Ja, sehr gut. Gut. Ja, okay. Julia? Ja, man hat dich jetzt super gehört. Ja, super. War mein Fehler. Ich nehme alles zurück, die Ari-Mandeln können gar nichts dafür. Ich habe die Lautsprecher der Zuschauer, die nicht eingeschaltet sind, auf laut gestellt, auf ganz laut und meins habe ich auf leise gestellt. Ja, gut, passt. Gut, danke. Baba. Fein. Ja, man soll nie wo eingreifen in die Einstellungen. Gut. Nächster Anlauf. Heute ist schwierig ein bisschen. Gut, also es geht um das Gebet. Es geht darum, dass man sich wirklich innerlich Rechenschaft ablegt, darüber mache ich aus egoistischen Gründen für mich oder für meine nächste Gruppe oder was, oder sehe ich es in einem größeren Zusammenhang. Das ist sehr, sehr wichtig. Ich meine, es ist schon einmal was anderes, wenn ich für jemand anderen bitte. Dann ist das schon einmal ein Impuls, weil damit wecke ich zum Beispiel als erstes nämlich die Kraft, die ich dem anderen geben kann. Das ist einmal das Erste. Also es geht eigentlich immer darum, diese Bitte, die ich mit dem Gebet verbinde, dient dazu, die göttliche Kraft in uns zu erwecken. Das heißt, unsere wirkliche Ich-Kraft, die oft im Hintergrund, naja, für sich genommen schläft sie nicht, aber für unser Bewusstsein schläft sie. Zu einem sehr großen Teil. Weil wir halt durchschnittlich als Menschheit heute hauptsächlich noch aus dem Ego-Bewusstsein heraus arbeiten, das ja eigentlich erst in unserer Zeit so richtig zur Reife gekommen ist und das alles andere im Grunde zudeckt. Und
Und wo man natürlich dann, das kommt noch dazu, selbst auch dort, wo spirituelle Bestrebungen oder auch religiöse Bewegungen da sind, kann es sehr wohl auch sein, dass es anstelle wirklicher geistiger Impulse, die man glaubt zu haben oder zu vertreten, im Grunde die tieferen, unterbewussten Kräfte des Ego Wege macht. Und ihr wisst, wir haben in den letzten Vorträgen schon darüber gesprochen, das Potenzial, das da drinnen ist, namentlich in den astralischen Kräften, das ist um ein Vielfaches größer als das, was wir noch durch das Ich können. Und da ist eine immense Kraft drinnen. Und die Frage ist das eine geläuterte Kraft, eine bereits durch das Ich ergriffene und gelenkte Kraft, geformte Kraft? Oder ist es jene Kraft, die wir aus der Vergangenheit mitbekommen haben und die wir im Laufe der ganzen Menschheitsentwicklung im Grunde Schritt für Schritt immer mehr verdorben haben? Und nur dieses Verdorbene ist halt so, dass das halt, ja, zum Himmel stinkt es vielleicht schon irgendwie, aber wir merken es halt nicht, den Gestank, sondern wir empfinden ihn als Wohlgefühl, wir empfinden ihn vielleicht sogar als große geistige Eingebung. Ich meine, die meisten geistigen Eingebungen, die heute durch Medien oder auch durch viele hellsichtige Personen gemacht werden, kommen von da unten im Grunde. Und die Bilder sind schön. Die Bilder sind schön, sie sind erhebend und sie lassen uns wohlfühlen dabei, aber unsere Ich-Kraft schwindet dabei. Unsere Ich-Kraft wird aufgezehrt und damit hat das Göttliche immer weniger Zugang zu uns und kann uns immer weniger stärken, weil wir müssen es aus dem wirklichen Ich heraus wollen. Das ist das Einzige, was wir müssen, wenn wir die göttliche Unterstützung haben wollen, aber das ist halt nicht so leicht. Und daher geht es also darum, diese feinen Unterscheidungen zu machen. Und das ist eine der ganz zentralen Grundlagen eben auch der Anthroposophie, dass Rudolf Steiner immer wieder darauf hingewiesen hat, dass dieses Alltagsbewusstsein, das wir haben, noch nicht unser wirkliches Ich-Bewusstsein ist. Noch nicht ein wirkliches Bewusstsein unseres höheren Ich, unseres wirklichen Ich. Dass wir das unterscheiden lernen müssen. Und ich denke, dass das noch nicht so verbreitet ist. Wir sind also sehr, sehr angefüllt mit all unseren, ich sage es jetzt einmal locker, mit unseren persönlichen Befindlichkeiten. Und die sind für das Geistige im Grunde völlig uninteressant. Und wir müssen also lernen, mit unserem höheren Ich uns objektiv gegenüberzustellen, unser Ego. Das heißt, letztlich auch uns gegenüberzustellen, alles, was an Doppelgängerkräften da drinnen wirkt, das heißt, alles das, was verdorben ist. Weil das ist eine Menge. Das ist einfach eine riesige Menge und der Doppelgänger ist ein Doppelgänger. Das in vielfachen Variationen. Es ist nicht einer, es ist eine Vielzahl. Und es ist ja sehr interessant, dass das irgendwo auch die äußere Wissenschaft ahnt, die dann das wirkliche Ich gar nicht kennt, aber sie kennt sehr wohl die Doppelgängergeschichten irgendwo und dann sagt sie, ja, es gibt nicht das eine Ego, es gibt eigentlich viele Egos, es wimmelt eigentlich nur gerade. Und daher sagen sie, ja, aber das Ich, das gibt es gar nicht. Von dem wissen sie nichts, aber von der Vielzahl der Doppelgänger, die da herumwuseln in unseren Untergründen und uns lenken und leiten den ganzen Tag, davon beginnen sie etwas zu ahnen. Und wir hängen sehr an diesen Fäden. Also wir haben ein doppeltes Problem heute in unserem Bewusstseinsseelenzeitalter. Wir müssen einerseits das Bewusstsein zu diesen unteren Kräften richten. Und ich erwähne das bewusst als erstes, weil wenn wir dieses Geflecht an dunklen oder verschobenen Kräften nicht durchschauen, dann sehen wir das Wichtigste einmal nicht, das wichtigste Problem, das wir zu lösen haben. Und das andere ist natürlich, das gehört unmittelbar dazu, dass wir das Bewusstsein für unser wirkliches Ich uns erwerben, zumindest einmal als wirkliches geistiges Erlebnis.
wie groß der Inhalt dieses Erlebnisses ist eine ganz andere Frage. Aber diese Gewissheit zu haben, ich habe ein Ich und dieses Ich ist göttlicher Natur. Und potenziell steht mir darin die ganze göttliche Kraft zur Verfügung. Und das heißt, Gottvertrauen ist zugleich Selbstvertrauen. Das ist nicht voneinander zu trennen. Und zwar wirkliches Selbstvertrauen, Vertrauen auf dieses Ich, das wir in uns haben. Nicht auf das Ego. Es gibt viele, die sagen, ja, ich habe ja ein riesiges Selbstvertrauen, ich baue auf mein Ego, das ist so stark, dass es alles wegräumt. Das ist aber meistens schwach. Gerade die Menschen, ist oft so, beobachtet das einmal, Menschen, die in einer Gruppe von Menschen, die Führernaturen sind, die sagen, na kommt, wir machen das schon, ich gebe das an, du magst das, du magst das, du magst das. Das sind in der Regel die schwächsten Iche. Das sind die schwächsten Iche, die ihr Ego nähren durch die Kräfte, die sie den anderen absaugen. Das kann man fast zu 100% sagen. Also es gibt natürlich dann die anderen Menschen, die auch führende Persönlichkeiten sein können, die aber dann sich ganz anders verhalten, die einfach ohne viel Brimborium rundherum einfach Dinge machen und auch anderen Menschen die Aufgaben geben können, an denen sie reifen können, wo sie einen Schritt weiterkommen und die dem Ganzen dienen. Aber das ganz sang- und klanglos. Also ein Chef, der einfach nicht alles selber macht, sagt, ich kann alles, ich weiß alles besser, du wirst das so machen, du wirst das so machen, du wirst das so machen, sondern der seine Mitarbeiter einschätzen kann und ihnen genau die Aufgaben gibt, von denen er überzeugt ist, die kann er bewältigen, wenn er sich anstrengt. Genau immer wieder mit dem kleinen Schritt über sich hinaus. Und dann ist eigentlich beides drinnen, also er hat seine Entwicklungschance und es dient dem größeren Ganzen, dem Betrieb, der sozialen Gemeinschaft, in der es ist, was auch immer es ist. Und da ist heute noch wenig Unterscheidungsvermögen da. Also aber das kann man sich heute aneignen, dazu muss ich jetzt nicht hellsichtig sein oder was. Da kann man nur ein bisschen Bewusstsein entwickeln, dass wir ein Ich in uns haben. Dann können wir uns des Geistigen in uns und des Geistigen überhaupt bewusst werden und es unterscheiden von unserem Ego. Ganz klar. Das sind zwei ganz verschiedene Dinge und dann kann man klar erkennen, was ist noch so großartige Erscheinung aus dem Ego heraus, die herausdampft, die sich vielleicht in die herrlichste Lichtgestalt kleidet. Na, Luzifer lässt grüßen, die schauen alle wunderbar aus, die hellen Lichtgestalten. Das sind dann fast immer die luziferischen. Also die wirklich uns unterstützenden geistigen Wesenheiten, die mit dem Christus mitgehen, die aber eben auch unsere Freiheit vollkommen respektieren und sich daher nicht aufdrängen, die kommen sehr viel bescheidener daher. Sehr viel bescheidener daher. Und das ist ja immer so, also wenn man jetzt, weiß nicht, ein geistiges Erlebnis hat, wo sich zwei Wege auftun, der lichtstrahlende Weg ist es nicht. Es ist immer der sehr schwierig und nicht gerade einladend ausschaut. Weil das ist der Weg, auf dem wir weiterkommen, wo wir in das Dickicht des noch, wie soll ich sagen, unentdeckten und unbewältigten Landes dort beginnen, unsere Schneise zu schlagen und dort vielleicht dann irgendwann Neues anzupflanzen und so weiter, wo wir beginnen, einfach den Urwald, den Seelenurwald zu roden, zu bearbeiten, nämlich zu roden einmal das, was an Negativen drinnen ist und nicht nur zu roden, sondern es auch zu verwandeln, es vielleicht zu einem guten Dünger zu machen für das, was dort gedeihen kann. Dort ist das Aufgabenfeld. Und es gibt eigentlich nichts mehr, es gibt keinen Weg mehr, wo das helle Licht von oben kommt und uns leitet und führt und weiterding, es geht der Weg in die Dunkelheit hinein. Das ist auch die Botschaft der Apokalypse. Darum ist in gewisser Weise natürlich beides richtig. Ihr wisst ja,
im ersten Vortrag habe ich gesagt, Apokalypse Jesu Christi heißt es eigentlich. So, das sind die ersten 3 Worte. Also es heißt die Enthüllung, die Offenbarung des Wesens Jesu Christi. Das ist die eine Seite, und mit der Enthüllung des Wesens Jesu Christi verbunden ist aber das Licht hineinzufallen beginnt in den Abgrund auch. In den Abgrund, mit dem sich auch der Christus verbunden hat, abgestiegen zur Hölle, wie es so schön heißt. Und er lebt mit dieser ganzen Unterwelt, die sozusagen da ist. Das ist seine Heimat, das ist sein Himmel im Grunde, oder die Welt, die er zum Himmel machen will, mit unserer Hilfe. Mit unserer Hilfe, weil es ist eben nicht so, dass das der Christus macht und wir ziehen dann in diesen neuen Himmel einfach ein und sagen, schön, dass du das für uns gemacht hast, sondern wie dieser Himmel wird, dieses, ja, wenn man so will, das neue Jerusalem einmal als nächste Stufe, wie das sein wird, hängt von uns ab. Ganz von uns. Der Christus und seine Scharen geben uns die Kraft dazu, das zu verwirklichen, was wir aber schöpferisch auf den Weg bringen müssen. Wir müssen den Impuls dafür geben. Ich meine, es fängt jetzt an, dass die Welt immer mehr gestaltet wird nach dem, was die Menschen wollen. Und das Göttliche zieht mit uns mit. Und wenn es jetzt im Vaterunser, wir werden auf das jetzt noch ganz deutlich kommen heute, oder vielleicht wird es auch das nächste Mal uns noch weiter begleiten, aber wenn es heißt, aber nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe letztlich als Grundaussage, dann heißt das nicht der Wille meines Egos, sondern meines wirklichen Ichs, denn das ist der göttliche Wille. Wir sind Teil des göttlichen Willens. Und das heißt, das Göttliche schließt uns und unser Wollen ein in sein Tun, und das immer mehr. Das ist das ganz Wichtige. Und das sind Dinge, die man also beim Gebet berücksichtigen muss irgendwo. Das christliche Gebet ist also ganz gebaut darauf, dass mit dem Gebet auch entwickelt werden soll, dieses Bewusstsein für das wirkliche Ich. Immer mehr. So dass wir zunächst einmal natürlich, wir müssen beim Ego irgendwo anfangen, weil zunächst haben wir halt noch kein anderes Bewusstsein. Einzelne vielleicht haben schon mehr, natürlich, aber die Mehrheit wahrscheinlich noch nicht. Wir müssen beim Ego einmal anfangen, aber dort wirklich den Kern erkennen, der da irgendwo drinnen steckt, verborgen, der unser Ich ist. Dieses berühmte Loch in der Wand, dieser schwarze Fleck, von dem wir noch nicht wissen, was ist es, was schläft da drinnen oder was wirkt da drinnen, aber wir merken es eigentlich durch seine Abwesenheit. Da ist etwas Unbekanntes, etwas Unentdecktes, etwas Unerforschtes, etwas, und dass sich aber das ganze Ego herum immer trotzdem irgendwie dreht. Halt oft in irrwitzigen Kapriolen das schlägt, aber letztlich gibt es da diesen Mittelpunkt drinnen. Den gilt es einmal zu entdecken, das ist das Erste. Und dann heißt es, ja, das eigene, das wirkliche Ich rege machen und, ja, wie soll ich sagen, in dieses Loch hineinzuleuchten. In dieses Loch hineinzuleuchten, was da ist. Und auf diesem Weg, da weiterzukommen, schauen wir aber auch in den ganzen Abgrund hinein. Es ist so, wir haben es ja schon öfters besprochen, wie es der Dante schildert, der Weg ins Paradiso hinauf führt durch die Hölle. Führt durch die Hölle bis in den untersten Punkt, und dort beim Nabel des Satans wendet sich alles und dann fängt langsam der Aufstieg an. Dann kommt die richtige Schwerarbeit der Läuterung auf den Läuterungsberg. Dann kommt an der Spitze des Läuterungsberges im irdischen Paradies, wie es heißt. Das ist also noch nicht das große Paradiso, die wirkliche himmlische Welt, sondern das ist der Garten Eden.
aus dem wir halt irgendwann vor Urzeiten einmal hinausgeflogen sind und wo nach wie vor die größte Prüfung auf uns wartet. Dort. Dort. Das heißt, wir gehen in den Abgrund hinein, in die tiefste Tiefe hinein, sehen die schlimmsten Dinge, die es gibt. Dann sind wir froh, dass wir jetzt endlich raus sind. Jetzt fängt es an einmal, ich will nicht sagen gemütlich, aber doch an uns zu arbeiten, uns zu läutern über die ganzen Stufen des Läuterungsberges. Und dann denken wir, jetzt sind wir durch. Und die eigentliche Prüfung wartet erst dort. Dort droht der Absturz wirklich dann ganz hinein in die sarmatische Welt. Nicht bei dem ersten Durchgang durch den Erdmittelpunkt, wenn wir es so nennen wollen, also dieses Zentrum, wo sehr wohl das Wesen Sarvat sitzt, aber dort lasst es uns noch passieren. Dort werden wir noch nicht eingesaugt. Das wäre zu einfach. Das wäre zu einfach. Da würden wir nämlich für diese sarmatischen Kräfte noch viel zu wenig an geistigen Kräften mitbringen, die diese Wesenheiten für diese Welt haben wollen. Dazu müssen wir erst hart arbeiten. Und wenn wir jetzt sagen, wir sind geläutert, unser ganzes Wesen ist geläutert. Ich meine, da brauchen wir noch über die Erdentwicklung hinaus, bis das wirklich ganz geläutert ist. Aber nehmen wir mal an, wir haben schon sehr viel geläutert. Und jetzt stehen wir als großteils geläuterte Menschen da, als Menschen, die Geist selbst schon in einem hohen Grade entwickelt haben. Denn das heißt die Läuterung letztlich. Wir verwandeln etwas von diesen astralischen Kräften, die durch die Widersacher verseucht, verändert, verzerrt sind. Wir befreien uns nicht nur davon, sondern wir verwandeln sie, wir lösen sie auf, wir verwandeln sie. Wir haben jetzt dann schon ein ziemliches Potenzial, nicht nur an Ich-Kraft, sondern an Geist selbst. Und jetzt, sagen die sarmatischen Wesen, jetzt ist es Zeit, dass du zu uns kommst. Wenn du nämlich noch einen Schritt höher gehst, dann bist du außer unserer Reichweite. Aber bis dorthin sollst du gehen und sammle an Kräften, an guten Kräften, durchaus an guten Kräften, sammle, was immer du kriegen kannst. Und wir werden schauen, dass wir dich samt diesem Potenzial bekommen. Und daher ist oben, also diese berühmte Szene halt mit der Hure Babylon, das ist der entscheidende Punkt. Das ist es, was um die Wurst geht, sozusagen. Auf Wienerisch sagt man um die Wurst, was um die Wurst geht. Und man könnte denken, also jetzt fühle ich mich schon sicher. Ich meine, das heißt, wir haben wirklich also energisch geistig an uns gearbeitet und das vielleicht nicht nur durch eine Inkarnation, sondern durch einige Inkarnationen schon. Und wir bringen einiges mit. Und sind dort dann in der allergefährdetsten Position. Das heißt, die Menschen, die stark geistig gearbeitet haben, sich viel schon erworben haben, viel an dieser Läuterung getan haben, wirklich es verwandelt haben, so dass es ins Nichts gestoßen wurde, erst an dem Nichts ein ganz neues astralisches wurde, das schon das Potenzial für die Zukunft in sich hat. Das wollen die sarmatischen Wesenheiten. Und die sind die einzigen, die uns dort noch erreichen können, aber die können uns dort noch erreichen. Die können uns dort noch erreichen. Und darum ist eben in der ganzen göttlichen Komödie diese Szene dort oben die entscheidende, um die es geht. Um die es geht. Und wenn der Absturz von dort erfolgt, dann geht es eben sehr tief hinunter. Und dann sind wir Anwärter darauf, also wirklich halt in die Welt der sarmatischen Wesenheiten hinein zu schlittern. Dann sind wir auf dem, was jetzt natürlich auch schon vorbereitet wird, bewusst von manchen vorbereitet wird, den schwarzmagischen Weg zu gehen. Aber das kann eben auch Menschen erwischen, die gar nichts mitkriegen davon, dass da schwarzmagische Mächte schon lange am Wirken sind, damit man auch
den Menschen, der sein ganzes Leben lang durch mehrere Inkarnationen ganz ehrlich gestrebt hat, aber halt trotzdem noch nicht fertig ist mit seiner Läuterung, dass der dort noch erreichbar ist. Dass der noch zu bekommen ist. In die Welt der soratischen Wesenheiten. Das ist die große Gefahr. Und wie geht man jetzt damit um? Und jetzt komme ich wieder zum Gebet zurück. Nämlich so etwas Bescheidenes wie ein Gebet, wenn es mit wirklich ehrlichem Bewusstsein gepflegt wird, kann sehr, sehr viel bewirken. Man muss also jetzt gar nicht, was muss ich jetzt täglich meditieren, welche Übungen muss ich machen. Man kann mit Gebeten weiterkommen. Und vor allem mit dem zentralen und größten aller Gebete, mit dem Vaterunser. Nur darf man es eben dann nicht missverstehen. Man darf es nicht verstehen als Bitte aus dem Ego heraus, dann gehe ich schon auf Abwägen, dann stärkt es mich nicht, sondern ich muss erkennen, was da drinnen ist. Und dieses Vaterunser, dass es durch den Christus auf die Erde gebracht wurde, dieses Gebet, hat ja eine Vorgeschichte, die uns Rudolf Steiner erzählt. Das ist nicht so einfach heruntergekommen als Fertiges, sondern Rudolf Steiner schildert ja in seinem sogenannten 5. Evangelium die Lebensjahre des Jesus von Nazareth, bevor noch der Christus in ihn eingezogen ist. Wo aber Wesentliches zur Vorbereitung dieser Inkarnation des Christus geschehen ist und wo ein wesentlicher Beitrag eben durch diesen Jesus von Nazareth, der im Grunde ein großer Eingeweihter war in früheren Inkarnationen, sich in dieser Inkarnation dessen aber nicht so wirklich bewusst war. Und das war ganz wichtig und richtig so, dass er das nicht wusste, sondern dass er einfach mit einem ungeheuren, mitfühlenden Bewusstsein in die Welt hinausgegangen ist. Und das war gerade diese Aufgabe, also vom 12. Lebensjahr, dann vor allem vom 18. Lebensjahr, wo er dann wirklich in die Welt hinausgezogen ist, also in die palästinensische Welt, in Palästina hinaus dort gezogen ist und einfach ja zu den Menschen gegangen ist und ihr Schicksal studiert hat. Ich meine, er war durchaus als Handwerker auch unterwegs, also er hat gearbeitet ja auch und hat aber dabei die Menschen kennengelernt und ihr Schicksal kennengelernt und er hatte aber auch eine sehr starke Hellsichtigkeit, sehr wohl, das hatte er. Und er hat also sehr wohl, sehr deutlich auch gesehen, welche geistigen Kräfte wirken damit bei den Menschen. Welche guten und vor allem aber auch welche schlechten Mächte wirken damit. Und ein wesentliches Erlebnis hatte er im 24. Lebensjahr dieses Jesus von Nazareth, so um das 24. Lebensjahr herum, wo er zu einer ehemaligen Kultstätte, eingeweihten Stätte kam, die aber von den Priestern längst verlassen waren, die aber trotzdem ein Zufluchtsort war für Menschen aus der Gegend halt dort, denen es aber fürchterlich schlecht ging. Die also geplagt waren von seelischen und körperlichen Leiden, die eben gelitten haben unter dem, was sich alles an negativen Kräften angesammelt hat, die so geradezu eine Gemeinschaft gebildet haben, wie ein Brennpunkt all des Negativen, was hereingekommen ist und die eben sehnsüchtig gewartet haben, dass da ein Priester, ein Eingeweihter käme, der ihnen helfen kann, der ihnen Impulse geben kann, wie das weitergehen kann. Aus sich heraus konnten sie das noch nicht erwecken, aber die Priester, die ehemals dort waren, offensichtlich auch nicht. Die sind von dort weggezogen. Also die waren dort auf sich ganz allein gestellt und zu dieser Gemeinschaft an leidenden, an zutiefst leidenden Menschen, also bis in schwere körperliche Leiden hinein, aber auch tiefe seelische Leiden.
dort geht er hin und beginnt mit den Leuten zu sprechen und sie sehen in ihm den neuen Priester, der kommt. Und er will auch zu ihnen sprechen und er geht auch wirklich zu dem Altar hin, der natürlich auch schon, jetzt, ich stelle mir das sehr bildhaft vor, überwuchert ist von Pflanzen und sowas und alles eigentlich schon ziemlich verfallen dort ist und er stellt sich hin und will zu sprechen beginnen und er fällt wie tot nieder. In dem Moment, wo er anheben will zu sprechen, fällt er wie tot nieder und das erschreckt die Leute ganz gewaltig, sodass sie fluchtartig diesen Platz verlassen. Und dieser Jesus von Nazareth bleibt dort liegen und während er in diesem entrückten Zustand ist, erlebt er einiges. Und er erlebt das, was Rudolf Steiner genannt hat. Also es ist nicht nur ein imaginatives Erlebnis, es ist eine Inspiration, die kommt, also das heißt, es ist mit einem Hören verbunden und er erlebt jetzt ganz deutlich das, was Rudolf Steiner nennt, das makrokosmische Vaterunser oder auch das umgekehrte Vaterunser. Das in gewisser Weise beschreibt, also wie diese Kraft, die dann in verwandelter Form in unserem Vaterunser drinnen lebt, wie die ja auf die Erde herunterkommt. Und ich möchte euch das jetzt einmal vorlesen. So wie das Rudolf Steiner ins Deutsche übersetzt. Man muss ja denken, also wenn man jetzt auch als ein Hellseher wie Rudolf Steiner ist oder auch wie es jetzt auf andere Art dieser Jesus von Nazareth damals war, wenn man es äußern will, muss man es in irgendeine äußere Sprache übersetzen. Die Inspiration findet aber in keiner äußeren Sprache statt. Aber Rudolf Steiner übersetzt es logischerweise, sage ich mal, ins Deutsche. Der Jesus von Nazareth hat es sicher sich im Erleben auch übersetzt in die aramäische Sprache, die er gesprochen hat, die also damals eigentlich die Sprache war, die in diesen Gegenden gesprochen wurde, also vor allem in Galiläa gesprochen wurde, von wo Jesus von Nazareth ja letztlich stammte, obwohl er zwar in Bethlehem auch geboren ist, aber ja dann nach Nazareth übersiedelt ist, nachdem die Flucht nach Ägypten war und diese Geschichten. Bezogen jetzt auf das Ich dieses Jesus von Nazareth. Er erinnert euch ja vielleicht, dass auch noch als Einschub in das Ganze, die Geschichte mit dem Jesus von Nazareth, und da sprechen wir noch nicht vom Christus, dass die ja auch ein bisschen komplizierter ist als üblich, sondern dass es eigentlich zwei Jesusknaben gab, die in großer Nähe voneinander geboren wurden, also beide in Bethlehem, aber nicht genau zum gleichen Zeitpunkt. Dass es also den salomonischen Jesus gab, den wiedergeborenen Zarathustra letztlich, der gefährdet war durch den Kindermord, den der Herodes angeordnet hat, eben weil er gefürchtet hat, dass da ein neuer König der Juden aufsteigt, so wie heute die Prophezeiung für ihn geklungen hat. Und er musste dann mit seinen Eltern entfliehen nach Ägypten und dann sind sie aber auch nicht mehr zurückgekehrt nach Bethlehem, sondern nach Nazareth gezogen. Das war der eine Jesusknabe und dieses Ich ist dieses salomonischen Jesusknaben, das ist das, von dem wir hier sprechen. Nur die Leibeshüllen, in denen dieses Ich wohnt, sind die des anderen Jesusknaben, dessen, der im Lukas-Evangelium geschildert wird, der nathanische Jesus. Und dann im 12. Lebensjahr gab es jetzt diesen großen Wechsel, im 12. Lebensjahr des nathanischen Jesus, gab es also diesen großen Wechsel, wo, ihr wisst, da gibt es die Geschichte im Tempel, wo dieser 12-jährige Jesus jetzt plötzlich die ganzen Schriftgelehrten zu belehren beginnt und mit großer Weisheit spricht. Er, der eigentlich bis dahin immer einen, ja, man müsste fast sagen, im äußeren Sinn genommen zurückgebliebenen,
Anschein macht. Jetzt war ein Mensch mit einer ungeheuren Gemütstiefe, also ein Kind, ein Jugendlicher mit einer ungeheuren Gemütstiefe, aber mit ganz, ganz wenig Intellekt im Grunde und selbst in den einfachsten Dingen nicht erfahren, was die äußere Welt betrifft. Aber mit einer ungeheuren Innigkeit, mit einem ungeheuren Verstehen können der anderen Menschen ohne Worte oder in den Worten, im Klang der Worte zu spüren, was in ihnen los ist, aber im Grunde für die äußere Welt wenig Bewusstsein sonst. Und diese Szene im Tempel beruht eben darauf, dass das Ich des salomonischen Jesus in die Leibeshüllen dieses nathanischen Jesus übergegangen ist. Also um diese Persönlichkeit handelt es sich jetzt hier, die dieses Erlebnis hat. Die dieses Erlebnis hat des makrokosmischen Vaterunsers. Also das heißt, das Ich des salomonischen Jesus in den Leibeshüllen des nathanischen Jesus, der erlebt das. Und damit sind vereinigt in dieser einen Person, man muss dazu sagen, dieser nathanische Jesus war ja der den Sündenfall nicht mitgemacht hat. Das ist der Teil der Menschheit, des Menschheits-Ichs, des großen Menschheits-Ichs und der großen Menschheitsseele, die nicht durch den Sündenfall hindurchgegangen ist, die also völlig unberührt ist von den Widersachern, völlig unberührt. Und das heißt, es sind Leibeshüllen, die rein sind, die wirklich rein sind. Und darin lebt das Ich eines der höchst entwickelten Eingeweihten, die es in der Menschheit gibt. Da gibt es nicht so viele. Also der salomonische Jesus oder der ehemalige Zarathustra war einer dieser ganz Großen, die also ganz, ganz stark geistig gearbeitet haben, die immer wieder sehr, sehr oft inkarniert waren, die sehr, sehr viele Erdenerfahrungen hinter sich gebracht haben, dabei auch die eine oder andere Verfehlung gemacht haben, klarerweise. Und der fällt jetzt also wie vom Blitz getroffen zu Boden. Die Menschen um ihn, diese ganzen beladenen Menschen, fliehen geradezu in Panik. Also es muss ein ungeheures Schauspiel gewesen sein, wie dieser Mensch da zusammenstürzt. Und sie haben gespürt, dass da eine ganz gewaltige Kraft wirkt, aber sie wissen nicht, was es ist. Und vor allem fliehen sie deswegen, weil all die Dämonen, von denen sie besessen sind, durch und durch, nicht durch ihre Schuld oder nicht alleine durch ihre Schuld. Auf das werden wir dann gleich noch kommen. Das kommt nämlich noch dazu. Aber die also geradezu ein Aufbewahrungsort waren für all die bösen Dämonen, die in der Gegend dort irgendwo sind. Und die im Grunde also nicht bewusst, aber doch sicher durch ihre Auszeichnung, die sie aus früheren Inkarnationen mitbringen, eben das unbewusst zumindest, aber doch aus dem höheren Ich heraus, aus der geistigen Welt richtig geleitet, das auf sich genommen haben, alle die Dämonen anzusammeln, bei sich, in sich, um sich, die sonst keinen Platz gefunden haben. Also das muss man sich ganz, ganz dramatisch vorstellen. Das waren Menschen, die abseits gelebt haben von den anderen Menschen sonst, die Ausgestoßene waren oder sich selbst eigentlich herausgenommen haben. Und wir werden dann sehen, also was die Ursache dafür ist. Aber jedenfalls die sehen, wie dieser Jesus zusammenstürzt, dieser Jesus von Nazareth. Und sie spüren, wie in diesem Moment all diese Dämonen, von denen sie besessen und umgeben sind, wie die alle geradezu aufschreien, aufjaulen und so, als würden sie also über sich hinaus wachsen und das macht ihnen ungeheure Angst, klarerweise. Und sie fliehen also nach allen Seiten davon und während das alles passiert, äußerlich gesehen, erlebt innerlich dieser Jesus von Nazareth dieses makrokosmische Vaterunser.
Er erlebt es hellsichtig, was damit verbunden ist, er erlebt es aber auch im Inspirativen, also das heißt als Klangerlebnis, wenn man so will, das heißt, heißt konkret, er erkennt die Bedeutung dessen, was da passiert. Das heißt es eigentlich nicht, weil die okkulte Sprache zu vernehmen, die okkulte Schrift zu lesen, ist gleichbedeutend damit, heißt, ich erkenne, was in dem imaginativen Bild, das sich vor meinen Augen abspielt, was da wirklich drinnen steckt. Weil sonst sehe ich ein Bild und habe zunächst einmal keine Ahnung, was es bedeutet. Weil das kann ein wunderschönes Bild sein und im Grunde ist nur eine ganze Menge luziferischer Geister, die da sind. Es kann ein ganz schreckliches, dramatisches Bild sein und das war es in dem Fall sicher, ein ganz, ganz dramatisches Bild, aber ich erkenne den Sinn, der in diesem Bild drinnen liegt. Und dann versuche ich ihn halt in meine Sprache zu übersetzen. Und Rudolf Steiner konnte also diese Szene miterleben, diese Imagination, die dieser Jesus von Nazareth hatte. Er konnte sich also in diese Imagination versetzen, eben weil er sich so stark verbunden hat mit dem Leben dieses Jesus von Nazareth, dass er ganz in seine Seelenverfassung eintauchen kann, auch wenn das vor langer Zeit geschehen ist. Im Grunde, das ist das Lesen in der sogenannten Akasha-Chronik. Da liest man im Grunde das, was diese Menschen damals innerlich erlebt haben. Man sieht nicht eigentlich die Außenwelt. Also man braucht nicht glauben, Akasha-Chronik lesen heißt, aha, ich schaue mir ein Urzeitvideo an oder so, irgendwas. Das ist es nicht, sondern ich erlebe das mit, was die Menschen damals erlebt haben, was ihnen ins Bewusstsein aufgestoßen ist, was sie irgendwo schon mit ihrem Denken erfassen konnten. In das schaue ich zurück. Und so konnte auch Rudolf Steiner zurückschauen in das, was dieser Jesus von Nazareth erlebt hat in dem Moment. Und natürlicherweise übersetzt es jetzt Rudolf Steiner in seine Muttersprache ins Deutsche. Weil auch beide, sowohl etwas reicher ist, also in einer Symbolsprache oder was, darum gibt es ja sehr viele sogenannte okkulte Zeichen oder sowas, das ist ein Kurzzeichen, die ein ganzes reiches Erleben in einem Zeichen zusammenfassen und wenn der andere Eingeweihte dieses Zeichen sieht, weiß er, welches Erlebnis damit verbunden ist. Dann kann man sozusagen in wenige Zeichen, in wenige Schriftzeichen sehr, sehr reiche Inhalte hineinpacken, die die normale Alltagssprache überhaupt nicht hergibt. Aber trotzdem, auch das in diese Zeichen es übersetzen, ist auch ich muss es herunterholen und man muss vereinbaren, diese Zeichen, die sind natürlich sehr stimmig gewählt dann, aber im unmittelbaren Erlebnis ist es trotzdem anders. Das geistige Erlebnis ist anders. Also es ist mit keiner Schrift und mit keinem äußeren Zeichen und mit keinem äußeren hörbaren Wort wirklich zu vergleichen. Aber man muss es übersetzen. Und jetzt heißt es vernahm Jesus von Nazareth die Worte. Amen. Es walten die Übel, Zeugen sich lösender Ichheit, von andern erschuldete Selbstheitsschuld. Selbstheitschuld, ganz genau, wenn ich es exakt lese. Erlebet im täglichen Brote, in dem nicht waltet der Himmelwille, da der Mensch sich schied von eurem Reich und vergaß euren Namen, ihr Väter in den Himmeln, ihr Väter, Mehrzahl.
Also ich lese es noch einmal jetzt in einem Zug durch. Amen. Es walten die Übel, Zeugen sich lösender Ichheit, von andern erschuldete Selbstheit Schuld, erlebet im täglichen Brote, in dem nicht waltet der Himmelwille, da der Mensch sich schied von eurem Reich und vergaß euren Namen, ihr Väter in den Himmeln. Also der Weg zu dem Menschen hin, der im Grunde von allen guten Geistern verlassen ist. Das ist das makrokosmische Vaterunser. Das ist der Weg, den das Ich geht auf die Erde hinunter, um seine Freiheit hier zu erwerben. Aber der Preis ist, dass er von all den guten Kräften, die von oben kommen können, immer mehr abgeschnitten wird. Und das geht eben so weit, dass diese guten Kräfte von oben zunächst einmal immer weniger und schließlich gar nicht mehr in das Geschehen da unten aus ihrem Willen heraus eingreifen können. Sie können von oben keine Hilfe bringen, wenn ihnen nicht von unten ein Wille dazu, das anzunehmen, entgegenkommt. Also das heißt, wenn wir auf der Stufe sind, dann sind wir auf Nullniveau irgendwo geraten. Dann wird es ganz gefährlich. Dieses Erlebnis ist natürlich also ganz erschütternd für diesen Jesus von Nazareth, kann man sich vorstellen. Und vor allem, wie er jetzt aufwacht aus seinem ja fast scheintoten Zustand, das ist also wirklich ein ganz starker Einweihungsmoment, der da stattfindet. Und wie er jetzt wieder aufwacht aus dem heraus, erlebt er hellsichtig ganz stark die Dämonen, die sich an diesem Ort gesammelt haben. Die Menschen sind geflohen. Sicher haben sie einen Teil der Dämonen auch noch mitgenommen, aber ein großer Teil ist dort versammelt geblieben. Und es taucht in ihm die große Rätselfrage auf, woher stammen diese Dämonen? Wie kommt es zustande, dass also diese Menschen so betroffen sind, dass diese Dämonen sich da so sammeln und wie kann ich das verstehen, dass die da sind? Und natürlich die nächste Frage, was kann man dagegen tun? Und es dauert also lange, also die nächsten Jahre zumindest findet er zunächst einmal keine Lösung dafür. Er kommt dann etwa in seinem 28. Lebensjahr, also 4 Jahre später, in immer engere Verbindung mit dem Essenerorden, wo er im Übrigen auch den Johannes den Täufer kennenlernt, in Verbindung kommt mit denen, und er sieht also, dass dort eine geistige Stätte geschaffen wird, wo diese Dämonen nicht zu finden sind. Und er sieht also diese wertvolle geistige Arbeit, die dort geleistet wird. Er lernt auch verstehen eine ganz wichtige Regel, die es bei den Essenern gab, die ja sehr geschätzt waren überall, auch durchaus in Jerusalem. Ich meine, der Ort natürlich, wo sie waren, war außerhalb. Man kann sich ja ruhig so als Städte wie Qumran etwa oder was denken, wie auch immer. Sie haben meistens in der Wüste gelebt, aber sie sind doch auch in die Stadt gegangen. Und es war ein ganz starkes Gebot oder wurde extra eingerichtet, die Tore, durch die Essener schreiten, durften keine Bilder haben. Keine Zeichen, keine Symbole, keine Bilder, nichts. Also ganz schmucklose Tore. Und das hängt mit der ganzen Geschichte zusammen irgendwo. Und hängt überhaupt mit Bilderverbot und dergleichen zusammen.
Warum? Jesus von Nazareth kann sich zunächst einmal auch keinen Reim darauf machen, warum es diese Regel gibt, welche Bedeutung diese Regel hat und warum dort überhaupt keine Dämonen zu finden sind. Gut, die Menschen dort arbeiten geistig sehr stark. Das hat ihn sehr beeindruckt, also dass da wirklich ein Ort geschaffen wurde, der frei ist von all diesen Widersacherkräften, der wirklich frei ist von all diesen Widersacherkräften. Also ein im Grunde geistig ganz, ganz stark leuchtender Ort. Aber dann eines Tages, als er halt diesen Tempelbezirk oder wie immer man es nennen will, verlässt, kein Tempel im herkömmlichen Sinne, es war Lebensstätte dieser Menschen, alles war dort, macht er eine erschütternde Beobachtung, die also durch seine starke Hellsichtigkeit, die er hatte, sehr ausgeprägt war. Er sieht in dem Moment, wo er durch die Pforte nach draußen schreitet in das umgebende Land, sieht er, wie Scharen geradezu von luziferischen und arimanischen Mächten fliehen von dort. Aber wohin? Zu den Menschen, die draußen sind. Das heißt, durch die ganz intensive geistige Arbeit, die diese Essener machen, um sich zu läutern, also Katharsis, ganz strenge Katharsis, also Reinigung, war die höchste Pflicht dieser Essener. Aber was bedeutete das? Es bedeutete, dass diese Menschen hatten ja auch in früheren Inkarnationen genug an Widersacherkräften in sich aufgespeichert, aufgenommen. Niemand war in der Menschheit davon gefeit. Auch nicht die, die sich vielleicht jetzt schon seit etlichen Inkarnationen darum bemühen, geistig zu arbeiten. Und das ist bei diesen Essenern sicher der Fall gewesen. Aber trotzdem, es lauern in ihrer Tiefe gewaltige Kräfte immer noch, die von den Widersachern herrühren. Und mit jedem weiteren Schritt der Läuterung vertreiben sie diese Kräfte aus ihrem Wesen. Aber sie können sie nicht auflösen. Sie können sie nicht besiegen, sie können sie nicht einmal besänftigen in Wahrheit. Sie können sie nur vertreiben. Aus ihrem Tempelbereich, aus ihrem Eigenwesen können sie vertreiben. Und die erschütternde Wahrheit, die eben dieser Jesus von Nazareth als einziger von all denen wirklich wahrnimmt, ist, dass er sieht, wie diese Dämonen, diese Scharen von Dämonen eigentlich dort hinausgeschleudert werden, diese Dämonen in wildem Zorn entbrannt im Grunde über das, was da passiert, und die aber jetzt losstürzen auf die Menschen, die rundherum sind. Und bewusst oder unbewusst waren diese Menschengemeinschaft, die er vorher in seinem 24. Lebensjahr gesehen hat, der begegnet ist, dem in diesem verlassenen Tempelbezirk, der nicht umsonst gerade von solchen Dämonen gewimmelt hat. Also eben gerade ein ehemals heiliger Ort, der aber von den Priestern verlassen wurde. Eine ideale Wohnstätte für diese Dämonen und für Menschen, die diese Dämonen in sich beherbergen. Und das war insbesondere meine Menschengemeinschaft, die, wie gesagt, sicher mehr unbewusst, aber doch viele dieser Dämonen aufgenommen haben. In Wahrheit, um sie den anderen Menschen abzunehmen. Nicht zur Gänze, aber abzunehmen. Das heißt also, es kommt dazu, dass diese Dämonen auch nicht gleichmäßig sich überall verteilt haben, sondern weil da eine Menschengemeinschaft da war, die ja im Grunde das Opfer gebracht hat. Also wir nehmen das auf uns, zumindest im vorgeburtlichen Entschluss, wir nehmen das auf uns, so vielen Dämonen wie möglich eine Wohnstätte zu bilden, damit sie nicht auf die anderen Menschen losgehen. Und das sind aber die Dämonen,
die Essener losgeworden sind, die sie vertrieben haben. Also ihr seht, der Weg der Läuterung ist nicht so einfach und birgt einmal und barg bis eigentlich zum Mysterium von Golgatha und teilweise noch darüber hinaus, weil das nicht sofort überall schlagend wird, die ganz große Problematik, dass alle alten Einweihungsstätten zwar Stätten des Lichtes geschaffen haben, wirkliche Stätten des Lichts, die große Fackeln waren, aber der Preis dafür war, dass rundherum es immer mehr Stätten gab, die im Dunkel versunken sind. Und das heißt also, alles, was auf diese alte Art heute noch funktioniert, ist ganz verderblich für die Menschheit. Weil alles, was an geistigem Streben nicht aus dem vollen, wachen Ich-Bewusstsein herauskommt, dass man sich eigentlich nur erwerben kann durch viele, viele Inkarnationen auf der Erde. Dann kann man mal irgendwann so weit kommen wie ein Buddha, dass er das in vollem durchgemacht hat und dann bereit ist, nur mehr von oben zu wirken. Und ihr wisst auch, es gibt die anderen Eingeweihten und die sind also ganz wichtig jetzt für unsere Zeit. Also ich will nicht sagen, dass der Buddha weniger entscheidend ist oder die ihn begleiten, die Anwärter auf die nächste Buddhaschaft oder was, zum Beispiel Maitreya Buddha oder was, die also aber auch dann irgendwann das Ziel erreichen, nur mehr von oben zu wirken. Aber ganz entscheidend ist namentlich jetzt in unserem Bewusstseinsseelenzeitalter die Eingeweihten, die auch so weit sind, dass sie jetzt schon aus ihrem Ich heraus alle Dämonen besiegt haben. Alle. Die also ein wirklich voll entwickeltes Geist selbst haben und die daher nicht mehr sich inkarnieren müssen jetzt auf der Erde. Und die es trotzdem tun. Und die es tun so oft als nur irgendwo möglich. Also die wirklich sozusagen den Rekord haben, dass sie in jedem Jahrhundert verkörpert sind und dabei sogar den größten Teil dieses Jahrhunderts. Dass also ganz, ganz wenige Jahre sind, die sie in der geistigen Welt verbringen und dann sofort wieder herunterkommen, um hier zu arbeiten. Um hier zu arbeiten. Und hier den anderen Menschen dabei zu helfen, ihren Ich-Funken zu finden, kennenzulernen. Um das geht es. Und eine Arbeit, die mit einer ungeheuren Verantwortung verbunden ist. Denn das Wichtigste dabei ist, dass sie nicht in die Freiheit des anderen Menschen eingreifen. Ihnen einen Impuls zu geben, dass ihr Ich erwacht. Vielleicht nicht gleich, vielleicht 30 Jahre nachdem er dem Eingeweihten begegnet ist, in irgendeiner Form. Aber so, dass nicht die Freiheit des Menschen in irgendeiner Weise beeinträchtigt wird. Und es genügt dazu ein Wort. Das passende Wort für diesen Menschen. Das kann in einem kurzen Gespräch in der U-Bahn sein oder sonst wo oder mitten in der Arbeit irgendwo, Straßenarbeit, zwei Arbeiter reden miteinander, einer davon ist ein Eingeweihter. Weil die Eingeweihten, die Großen, sind nicht die, die irgendwo im Palast sitzen oder im Zelt oder in der Klosterzelle oder was, sondern es sind Menschen, die mitten im Leben drinnen stehen. Mitten im Leben drinnen stehen und möglichst in einer Position, die ganz unauffällig ist. Also in keiner äußerlich leitenden Position. Es sind ganz wenige, die das Opfer auf sich nehmen, in eine höhere Position aufzusteigen, einen größeren Bekanntheitsgrad in der Menschheit zu bekommen, weil dann sind sie also der absolute Angriffspunkt für die Widersacher. Das sind sie sowieso, weil die Widersacher kennen natürlich die Eingeweihten, aber solange sie nicht dort sind, wo sie groß äußerlich in die Welt eingreifen
äh, geben ihnen die Dämonen relativ Frieden, weil sie wissen, sie kommen nicht heran. Aber da greifen sie lieber die an, die Mächtigen in der Welt draußen, weil die brauchen sie, um ihr Werk hier auf Erden zu vollbringen irgendwo. Und also das heißt, sie leben relativ im Verborgenen, sie tun irgendeine oft einfache Arbeit im Dienste der Gemeinschaft und die Hauptarbeit besteht darin, da und dort den richtigen Menschen zu begegnen und für ihr Ich einen Wegimpuls zu geben, der völlig freilassend ist. Und wie gesagt, es geht mit einem Wort. Mit einem Wort, das genau für den Menschen passt. Als Erweckungswort, wenn man so will. Und das wirkt nicht gleich. Der Mensch hat jede Zeit, das einmal wirken zu lassen. Und dann kommt es an die Oberfläche oder kommt nicht an die Oberfläche irgendwann, aber es gibt ihm die Chance oder ist eine Hilfe, seinen Weg zu finden, den Weg zu seinem Ich, über sein Ego hinauszugehen und vielleicht meistens ja erst in einem reiferen Lebensalter überhaupt den Unterschied zwischen Ego und Ich zu erkennen, wo einmal der Moment aufkommt, mein ganzes Leben bis jetzt war vielleicht Vorbereitung, aber das war noch nicht ich. Und wo dann der Moment kommt, ich muss etwas anderes machen. Und wo plötzlich die eigene Aufgabe aufleuchtet. Dann ist sowas unter Umständen bewirkt durch so einen Impuls eines Eingeweihten. Das ist eine der Möglichkeiten. Es kann der Impuls auch eben von einem von drüben kommen, von einem, wie es Buddha ist oder was, aber dann ist es meistens also auf höhere Ebenen bezogen, weniger auf Erdenaufgaben. Da geht es darum, dass das Ich geweckt wird, vor allem für Menschen, die hier aus dem Geistigen heraus auch tätig werden sollen und umgestalten die Welt, möglichst viele, weil alles liegt am Umgestalten dieser Welt. Das bestimmt die Zukunft. Alles, was sich da oben in der geistigen Welt abspielt, hängt ab von dem, was hier passiert. Von oben kann man nichts tun. Man kann unter Umständen wie ein Buddha Impulse geben nach unten. Aber das Entscheidende ist, was wird hier gemacht. Und dafür die richtigen Anregungen geben können eben nur die Eingeweihten, die sich auch wirklich freiwillig immer wieder verkörpern, die immer wieder das Schicksal, das Risiko auf sich nehmen, da auch wieder einen Fehler zu machen. Weil jetzt sind es Menschen, die müssen sich eigentlich nicht mehr verkörpern, weil sie alles geläutert haben. Und sie sind aber trotzdem natürlich zugleich Menschen, auf die sich die Widersacher stürzen. Und das heißt nicht, ich bin geläutert, ich bin eigentlich ganz rein, dass ich nicht wieder einen Fehler machen könnte. Also es ist immer wieder die Gefahr da, jetzt im Grunde zu scheitern und dann sich zwangsweise wieder verkörpern zu müssen, um das eigene Karma auszubügeln. Ja, und das ist oft nicht so einfach. Es gibt Entscheidungen, die man fällen muss unter Umständen im Leben, mit denen man Karma erzeugt und wo man aber, wenn man die Tat unterlassen würde und sagt, ich schau zu, ich halte mir raus, genauso schuldig würde. Also das ist immer wieder das Problem, also dass wir im Erdenleben vor Situationen gestellt sind, wo wir im Grunde so oder so Karma erzeugen müssen, das heißt Schuld auf uns laden. Und wie gesagt, die Widersacher lassen keine Situation aus, um sie so hinzukriegen, dass genau solche paradoxen Situationen entstehen, wo egal wie du dich entscheidest, Schuld links oder Schuld rechts sozusagen. Eines davon muss passieren. Und das ist, ich meine, es kann sein, dass so ein Eingeweihter es dann schafft, noch diese Schuld in diesem selben Erdenleben abzutragen, dann
dann muss er nicht zwangsläufig wieder sich inkarnieren, obwohl er es sicher tun wird, aber aus Freiheit heraus. Aber ansonsten ist es ein Muss. Kann auch passieren und passiert auch. Also es gibt keine Garantie. Es gibt keine Garantie. Und warum es also geht und welche Impulse diese Eingeweihten eben auch geben, ist das, was mit dem makrokosmischen Vaterunser geschildert wurde und uns eigentlich jetzt ganz hinuntergeführt hat, letztlich in die völlige Geistverlassenheit geführt hat, das umzudrehen. Aber jetzt so umzudrehen, dass der Impuls dazu aus dem individuellen Ich kommt. Das ist diese Umdrehung, die konnte eben erst durch den Jesus Christus geschehen. Ich betone es jetzt ganz bewusst, durch den Jesus Christus, durch die Gemeinschaft dieser beiden, wenn man so will. Also des Jesus von Nazareth in den Leibeshüllen des nathanischen Jesus, in denen sich jetzt beginnt, mit der Jordan-Taufe das Christus-Ich zu verkörpern und das Ich des salomonischen Jesus sich herauslöst. Und das heißt aber nicht, ja, dass das jetzt irgendwo geht und sagt, ja gut, mein Job ist vorbei, jetzt ab in die geistige Welt nach oben einmal erfrischen, sondern er begleitet ja dieses ganze Geschehen. Er bleibt ganz nahe. Er ist zwar nicht mehr inkarniert jetzt in dieser Leibeshülle, er geht heraus, aber er begleitet das ganze Geschehen aus der geistigen Welt. Das ist seine Aufgabe. Und durch dieses gemeinsame Tun eigentlich, also des Christus mit dem salomonischen Jesus, mit der großen inspirierenden Kraft auch des Buddha, der ja seine Kräfte einverwoben hat, der Leibeshülle des nathanischen Jesus, die aber jetzt auch die Leibeshülle des Christus ist. All das wirkt zusammen. All das wirkt zusammen. Der Salomonische eben ein hoher Eingeweihter, der seine Aufgabe sieht, immer in Griffweite der Erde zu bleiben. Jetzt muss er zwar heraus, das alleine schon ein ungewöhnlicher Vorgang, weil normal geht das Ich mit dem Tod heraus. Da ist es also gerade bei der, wenn man so will, Erdengeburt des Christus geht er hinaus. Ist im Übrigen etwas, was natürlich nicht in dieser großen Weise, aber auch sonst passieren kann. Es kann also auch passieren, dass es bei anderen Menschen, bei ganz gewöhnlichen Menschen, das Ich herausgeht und ein anderes Ich einzieht. Das kann durchaus auch passieren. Es ist nicht jetzt ein häufiger Fall, aber auch das kann passieren. Also es gibt eine ganze Menge Dinge, die passieren können. Jetzt werden wir sicher noch in der Zukunft mehr darüber sprechen müssen. Also es kann im Extremfall zum Beispiel heute passieren, also bei Transplantationen, namentlich bei Herztransplantationen. Und das ist dann die Frage, welches Ich da wirklich drinnen ist. Ich meine, die Persönlichkeit in gewisser Weise, das Ego bleibt das Alte, aber natürlich ändert sich's auch durch den Einfluss, dass jetzt ein anderes Ich drinnen ist. Und dann kommt einem der Mensch sehr stark verändert irgendwie vor. Man denkt sich, irgendwie ist es nicht mehr so ganz, wie er früher war. Kann auch bei anderen Gelegenheiten passieren. Es kann passieren, also bei einem Unfall oder wo es ein starker Schockzustand ist. Und also da ist ein riesig weites Feld. Es gibt eine ganze Menge Andeutungen vom Steiner dazu und es gibt noch mehr, als er andeutet, auch wie immer. Weil er hat eine große Landkarte beschrieben, aber da gibt es so und so viel noch unentdeckte Gebiete.
alle Eingeweihten der Welt zusammen, haben eine riesige Landkarte gemacht und auf der gibt es immer noch riesige weiße Flecken. Aber es gibt sichere Orientierungspunkte. Und also ganz besonders das Werk von Rudolf Steiner ist ein sehr dichtes Netz von Orientierungspunkten. Aber trotzdem heißt es für uns anderen Menschen, wenn wir uns geistig entwickeln, Aufbruch in diese weißen Gebiete, die noch nicht erschlossen sind. Und wir haben heute die große Hilfe, dass wir viele Orientierungspunkte haben, um uns dort zurechtzufinden und nicht ganz in die Irre zu gehen. Zumindest irgendwo stoßen wir wieder auf den nächsten Meilenstein, den wir finden, und dann wissen wir, aha, da sind wir. Und dann kann man sich orientieren langsam, aber dort geht es hin. Also es geht jetzt darum, diesen Weg umzukehren, der durch das makrokosmische Vaterunser beschrieben wird, und einen Aufstieg wieder zu schaffen bis in die höchsten Höhen hinauf, aber jetzt ganz aus dem Ich, aus dem Kern des Ich. Und das heißt, wie soll ich sagen, das Göttliche in unserem Ich hinaufzutragen zu dem Göttlichen, das von oben entgegenkommt. Das durch die ganze Kette der Hierarchien letztlich hinauf bis zur göttlichen Spitze, um dort zu sehen, das oben und unten ist das Gleiche im Grunde, ist derselben Natur. Aber um das große Göttliche zu erreichen, dazu ist das Mittun aller Menschen letztlich nötig. Also alle aus ihrem Ich heraus. Naja, und dann kommen wir eben zu dem Vaterunser, wie es das christliche Vaterunser geworden ist. Das andere ist, das, wenn man so will, das vorchristliche Vaterunser, zugleich aber auch ein Bild für den Abstieg des Christus durch die verschiedenen himmlischen Sphären auf die Erde herunter. Im Grunde. Und während dieses Abstiegs des Christus auf die Erde herunter ist aber genau all das passiert, was auch eben ja, die ganzen Dämonen hier losgelassen hat. All das ist passiert. Naja, schauen wir uns das andere Vaterunser an, das gewohnte Vaterunser. Ich lese es euch jetzt vor in der Art, wie es Rudolf Steiner übersetzt, oder eine der Übersetzungen von ihm. Unser Vater, der du bist in den Himmeln, dein Wille geschehe, geheiligt werde dein Name, zu uns komme dein Reich. Unser tägliches Brot gib uns heute. Vergib uns unsere Schulden, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Führe uns nicht in Versuchung, erlöse uns von dem Übel. Da ist Schluss. Also der Zusatz, der oft ja dabei ist, und dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen, ist nicht im originalen Vaterunser drinnen. Ist ein Zusatz, der aber laut Rudolf Steiner vermutlich auf den Dionysios Areopagita zurückgeht, also auf den ursprünglichen, dessen Werke aber erst von späteren Schülern von ihm schriftlich verfasst wurden. Also seine Lehre wurde erst mündlich weitergegeben im ganz engsten Kreise, also vor allem diese Lehre von den Engelhierarchien, wie das genau geordnet ist, wie eben diese Himmelmehrzahl geordnet sind, diese ganzen Himmelskreise. Und jetzt ist aber ganz wichtig, womit hängen diese ganzen Stufen dieses unseres Vaterunsers zusammen. Sie hängen nämlich ganz intensiv zusammen mit unseren Wesensgliedern, mit unseren 7 Wesensgliedern, die wir, wenn ich sage haben, ist es nur teilweise ja wichtig, weil manche davon sind erst sehr im Ansatz da.
Aber wir haben auf jeden Fall, und damit wir sie haben, dazu musste der Weg des makrokosmischen Vaterunser gegangen werden nach unten. Dadurch wurde uns was verliehen. Als erstes wurde vorbereitet der physische Leib. Tatsächlich ist der physische Leib ja das Älteste. Ja, bitte nicht jetzt genau der Körper, den wir hier haben. Aber das Prinzip des physischen Leibes, der hält nicht so lang. Aber das Grundprinzip des Physischen, das ganz mit der Willenskraft zusammenhängt, das eigentlich, also alles Physische ist, wie soll ich sagen, gestaltgewordene Willenskraft, Ergebnis einer Willenstätigkeit, die ja, erstarrt ist, letztlich heute erstarrt ist im Physischen, aber auf dem alten Saturn ganz im Wärmeelement war. Wille und Wärme sind in gewisser Weise zwei Seiten desselben. Also aus der Willenskraft der Throne, die ihre Willenskraft hingeopfert haben, ist die Wärme entstanden, aus der der alte Saturn bestand und aus dem die erste Grundlage unseres physischen Leibes gebildet wurde damals. Damals, das heißt 3 ganze Kosmen vor unserer Erdentwicklung. 3 ganze kosmische Entwicklungsstufen vor unserer Erdentwicklung. Daher, in Wahrheit ist der physische Leib das Weiseste, was es geben kann. Da ist die stärkste geistige Kraft drinnen verdichtet. Weil, wie soll ich sagen, 3,5 kosmische Entwicklungszyklen daran bereits gearbeitet haben. Das hat am alten Saturn begonnen, ging über die alte Sonne, über den alten Mond weiter und jetzt über einen großen Teil der Erdentwicklung weiter. Wir sind schon knapp über die Mitte drüber der Erdentwicklung. Das alles hat mitgewirkt, dass wir den physischen Leib haben. Und das heißt, in einer gewissen Perspektive ist er das Allerwichtigste. Und wir können uns dieses Freiheitsbewusstsein nur hier erwerben, mit Hilfe dieses Körpers, mit Hilfe dieses physischen Körpers. Natürlich der anderen Wesensglieder auch, aber der ist die entscheidende Grundlage. Also unser Ich und der physische Leib hängen ganz extrem stark zusammen. Habe ich das ja gesagt, die Kristallisationskräfte sind die Ich-Kräfte. Die Kräfte, die draußen in der Natur die Kristalle bilden, die Mineralien bilden in kristallisierter Form, sind dieselben Kräfte, die im Ich wirken. Und daher ist es so wichtig, dass das Ich da heruntersteigt, wirklich, also sich selbst begegnet im Grunde in der Welt, wo überall seine Kraft sichtbar ist, am deutlichsten in der Kristallisation, am deutlichsten in der mineralischen Welt, am deutlichsten dort, wo wir damit arbeiten. Und wo wir uns erarbeiten unser tägliches Brot auch. Das hängt nämlich mit dem physischen Leib zusammen. Und jetzt müssen wir vielleicht noch eine Geschichte einschieben. Werde ich vielleicht das nächste Mal dann noch ausführlicher schildern. Es gibt ja dann als jetzt der Jesus von Nazareth, also diese Leibeshüllen des nathanischen Jesus verlassen werden vom Ich des salomonischen Jesus und wo der Christus beginnt einzuziehen in diese Leibeshüllen, umschwebt in gewisser Weise von dem salomonischen Ich, das jetzt nicht gleich hinaufgeht in die höchsten Höhen und sagt, was da unten passiert, geht mir nichts mehr an, sondern das sehr eng aber damit verbunden ist. Und was ist das Erste, was passiert nach der Jordantaufe? Der Jesus Christus, wie er jetzt richtig zu nennen ist, geht in die Wüste. Nach der Jordantaufe und bleibt 40 Tage in der Wüste. Zahl 40 ist auch sehr wichtig. 4 hängt wieder zusammen mit der Erdentwicklung und so weiter.
Und nach diesen 40 Tagen strengen Fastens, also mit ganz, ganz einfach dort lebend, ist er so weit, dass er sich ganz bewusst stellen kann den Widersachern, den luziferischen und arimanischen, wobei mit den arimanischen im Hintergrund ja der ganze Schwarm ist, der noch weiter hinuntergeht, also Asuras letztlich und saratische Kräfte, die sich ja in der Maske der arimanischen Mächte zeigen. Und denen stellt er sich jetzt. Die Wirkung dieser Kräfte hat ja schon der Jesus von Nazareth kennengelernt, gesehen deutlich in der Wirkung eben erstens auf diese Menschengemeinschaft, die voll von diesen Dämonen war, dann gesehen hat, wie diese Kräfte bei dem Essener Orden, wie die dort von dieser Einweihungsstätte fliehen hinaus zu den anderen Menschen. Also er kennt sie, aber jetzt muss ihnen das Christus-Ich hier begegnen, diesen Widersachern. Denn das ist genau das, was der Christus in Wahrheit nicht kannte. Obwohl die Widersacher von der höchsten Gottheit bestellt sind zu ihrer Aufgabe, aber Teil dieses Bestellens dazu ist, ihnen die Freiheit, kann man nicht sagen, aber ihnen ein eigenes Reich zu geben, in das die Gottheit nicht nur keine Eingriffsmöglichkeit, sondern auch keinen Einblick hat. Keinen Einblick. Also auch der Christus konnte vorher nicht sehen, was tun die da unten eigentlich, wie tun die. Man kann zwar an äußeren Symptomen sehen, da wird alles Mögliche dunkel, die Erdenaura verdunkelt sich irgendwo und es sind schon Blitzlichter irgendwo drin, aber das sind luziferische Blitzlichter, die drin sind, die auch nicht das wahre Geisteslicht sind. Also man sieht, dass da alles Mögliche passiert, aber es wird im Grunde undurchdringlich, immer undurchdringlicher für die Gottheit zu sehen, was tun die da unten, was machen die. Nur ein Mensch hat die Chance, also da den Blick dafür zu gewinnen. Und gerade die Leidenden konnten das sehr deutlich sehen, was da ist. Natürlich auch die sich gereinigt haben, die haben dauernd gerungen mit diesen Dämonen, aber zunächst einmal konnten sie nur woanders hinschicken. Nichts anderes. Und es war den Essenern selbst und wahrscheinlich auch den anderen Eingeweihten, die ihnen vorausgegangen sind, nicht wirklich bewusst, was denn da wirklich bei der Katharsis, bei der Läuterung passiert. Das war eben die große Tat dieses Jesus von Nazareth, dass er eigentlich als Erster das wirklich schauen konnte. Das wirklich schauen konnte. Und das ist ja was absolut Niederschmetterndes. Das heißt, denkt man, da arbeiten doch also als geistige Gemeinschaften und bemühen sich und machen das Beste, was sie nur tun können. Und in Wahrheit schicken sie die Dämonen zu den anderen Menschen hin. Und je höher sie steigen, desto mehr werden die anderen mit dem belastet. Und es gibt keinen Ausweg daraus. Jedenfalls nicht bis zu dem Moment, wo der Christus kommt und jetzt als das erste Mal diesen Widersachern unmittelbar begegnet, seit sie eben ihre Aufgabe als Widersacher übernommen haben. Und kennenlernt, was die tun und sieht, dass die sehr, sehr starke Kräfte haben, dass also die luziferische Versuchung auch an ihn herankommt, die kann der Christus relativ leicht in den Wind schlagen. Es kommt ein gemeinsamer Angriff von Luzifer und Ahriman, das kann er auch noch leicht in den Wind schlagen. Aber das letzte Problem, der letzte große Angriff der ahrimanischen Mächte, wo es heißt, du als göttliches Wesen kannst doch Steine in Brot verwandeln. Tu's doch. Und wenn er es täte, würde er sich aber den ahrimanischen Wesen unterordnen, sich ihnen letztlich eingliedern. Also das Einzige, was ist, du musst uns folgen, weil ohne uns kannst du es nicht. Das ist die Gesetzmäßigkeit der Erdenwelt.
Und das heißt, dieses Problem ist zunächst einmal ungelöst. Und mit dem Problem gehen wir auch alle um. Ich meine, wir müssen aus Steinen letztlich Brot machen. Wir müssen schauen, wie wir die Menschheit ernähren. Wir müssen die ganze Wirtschaft letztlich entwickeln, damit das möglich ist. Damit letztlich das ganze Geldwesen, die ganze Geschichte mit dem Mammon und so weiter, alles das hängt da dran. Das hängt da dran und es ist unverzichtbar. Es ist unverzichtbar. Also daher zum Beispiel so eine ganz große Aufgabe, wie kann ich das Finanzwesen, das Geldwesen so verwandeln, dass es dem Geistigen dient. Denn eigentlich ist das Kapital, das Geld, das durch die Welt fließt, ist das geistige Kapital in Wahrheit. Es soll also eigentlich dem Geist die Möglichkeit geben, hier in fruchtbarer Weise in die Erdenwelt umgestaltend einzugreifen. Also nicht, jetzt schaffen wir also alles Finanzwesen ab und kehren zum Tauschhandel zurück. Das ist es gar nicht. Sondern es geht darum, das Finanzwesen ist eine der ganz wesentlichen Aufgaben, ist eine ganz hohe geistige Aufgabe, weil da geht es um die Lösung dieses Rätsels. Also das müssen wir sozusagen bis zum Ende der Erdentwicklung irgendwo in den Griff kriegen. Und nur wenn es wir in den Griff kriegen, in Verbindung mit dem Christus, dann ist dieses Problem auch für den Christus erst gelöst. Also das zum Beispiel ist ein Problem, das der Christus überhaupt nicht ohne uns lösen könnte. Da ist er voll auf uns angewiesen, voll auf unsere Impulse, auf unsere schöpferischen Kräfte, die wir da entwickeln. Wenn da die Impulse nicht kommen, dann schleppen wir das in irgendeiner verwandelten Form weiter mit. Dann ist das etwas, wo sozusagen in das Geistige dieses Prinzip ja, des Rechnens und Verrechnens, der Buchhaltung und so weiter einzieht. Dann ist es genau die Berechenbarkeit der arimanischen Welt, die einzieht. Nur hier brauchen wir es. Hier brauchen wir es. Es geht hier auf Erden nicht anders. Und daher ist die große Aufgabe, wie schaffen wir ein Finanzwesen, das den Notwendigkeiten unserer Erdentwicklung Rechnung trägt, das heißt eben auch mit den arimanischen Kräften arbeitet, weil sie eben einfach einmal da sind, auch mit den luziferischen Kräften, die da sind, weil Geld natürlich auch ein großer Verführer sein kann, auch in diesem Sinne, Gold ist was glänzend Luziferisches und zugleich was zutiefst Arimanisches. Also Gold kann und anderes auch, kann ein wunderbares Mittel sein, um arimanische Kräfte zu konzentrieren. Also zum Beispiel der Untergang des Templerordens auf Drängen des Philipp des Schönen hat den Hintergrund, dass eben der Philipp der Schöne ganz, ganz starke arimanische Inspirationen aufnehmen konnte. Und das ging um den Umwelt des Geldes und der Gier nach dem Geld und so weiter. Mit dem ging das und das hat ihm die große Intelligenz gegeben, um damals, in der Zeit, also Anfang des 14. Jahrhunderts, eben das so zu organisieren, dass in seinem ganzen Reich auf einen Schlag zur selben Stunde viele namhafte Templer mit einem Schlag verhaftet wurden. Ohne dass vorher irgendwer was gewusst hat. Ich meine, heute können wir das mit der Technik leicht uns weltweit koordinieren, aber damals also ein riesiges Reich eigentlich so zu koordinieren, dass das auf einen Schlag wirklich funktioniert, sodass keine Warnung mehr möglich ist, da ist was im Laufen, sondern dass die völlig überrascht werden, dass auch die Geheimhaltung vorher gesichert ist, dass da nichts passieren kann. Das ist halt die arimanische Inspiration mit gewesen. Und dann natürlich die Art, wie man also die Templer gefoltert hat und so weiter, um genau die richtigen Ergebnisse zu bekommen, die man braucht. Wie man genau wecken kann, all die dämonischen Kräfte, die natürlich auch in ihnen drinnen saßen, dass die alle herauskommen und sprechen.
Und dass die guten Seiten, die da waren, die wichtigen Seiten, nämlich vor allem auch eine ganz andere Art von Finanzsystem zu entwickeln, das hatten sie nämlich schon. Sie hatten ja ein wunderbares System, dass die Pilger eben weltweit über Europa bis nach Asien hinein, bis nach Afrika hinein versorgt werden konnten. Also man konnte in Paris oder sonst wo sozusagen ein Geld hinterlegen, und wenn man es in Jerusalem oder sonst wo gebraucht hat, hat man einfach einen Schein vorgewiesen und hat es dort bekommen. Und das hat funktioniert. Und so, dass da nicht Betrug möglich ist und so weiter. Also das war eine große Genialität dahinter. Und dagegen war die arimanisch inspirierte auch Genialität, muss man sagen, Philipp des Schönen. Und wie die Aufgabe erfüllt war, dann wurde aber auch der Philipp der Schöne nicht mehr gebraucht. Das ist ja interessant. Er ist ja also ganz kurz nach den führenden Templern dann auch gestorben. Auf die übliche Weise tot durch Sturz vom Pferd. Aber das passt alles. Seine Aufgabe, er war dann nutzlos. Ab dem Zeitpunkt war er nutzlos. Es war alles erreicht für die namentlich arimanischen Wesenheiten, weil eben dieser Templerorden hätte schon einmal ein erster großer Aufbruch sein sollen, da in eine ganz neue Richtung zu gehen. Das war der erste große Anschlag, oder der zweite eigentlich. Der erste war die Geschichte mit dem Islam. Wobei das auch, muss man dazu sagen, jetzt nicht, dass ich sage, also, der Islam, Verkörperung jetzt, also der Widersacherkräfte. So einfach ist das Ganze nicht. Eine notwendige Herausforderung auch für die Entwicklung des Christentums. Man muss denken, die Blüte der christlichen Theologie, die sicher also jetzt in Thomas von Aquin erreicht war irgendwo, und von da ab geht es im Grund bergab wieder, war nur möglich in der energischen Auseinandersetzung mit den arabistischen Denkern. An diesen Denkern hat sich das europäische Denken geschult. Und das hat der Thomas von Aquin zur Blüte gebracht. Und er hätte es nicht machen können, wenn nicht der Widerstand dieser arabistischen Denker da gewesen wäre. Die waren hochintelligent. Und wir hätten nicht ohne diese arabistischen Völker und zum Beispiel unsere heute Technik und Naturwissenschaft, die haben die grundlegenden Ideen dazu entwickelt, und die haben Europa inspiriert dazu. Inspiriert dazu, dass sie einfach einmal ganz Afrika unten, die Küste erobert haben, alles. Also ist ja in unglaublichem Tempo, in dem das erfolgt, dass die Araber das alles, was früher die Kulturländer waren, im Grunde erobert und dann eindringt bis nach Europa, bis in die Mitte von Frankreich hineinkommt und dort erst dann im Grunde durch Karl den Großen, also Karl Martel eigentlich vorher gestoppt wird, also bei der berühmten Schlacht von Tours und Poitiers, und wo dann einmal da als Endpunkt gezeigt wurde, aber das, was geistig reingekommen ist, das ist weitergeströmt. Und das bildet eine wesentliche Grundlage der europäischen Kultur. Es bildet einen immens wichtigen Teil der amerikanischen Kultur, die heute drinnen ist. Daher die Auseinandersetzung gerade der Amerikaner mit den Islamisten oder was, weil von dort geht ja die ganze Geschichte aus, diese Auseinandersetzung. Da ist eine Polarität da, scheinbar. Aber die Polarität besteht darin, dass es von beiden Seiten die gleichen Kräfte sind, starke arimanische Inspirationen, die aber heute da sein müssen auch in der Welt. Da sein müssen, deshalb, weil wir sie alle noch brauchen werden. Wir werden diese Kräfte alle noch brauchen. Nur die Frage ist, wer führt sie? Führt sie das Ich oder führen sie sich selber, beziehungsweise die soratischen Kräfte, die im Hintergrund stehen? Die ziehen nämlich immer mehr die Fäden. Im Grund war ja gedacht, dass die Widersacher zu ihrer Aufgabe bestellt werden, dass, wenn ihre Aufgabe erfüllt ist, dann werden sie wieder sozusagen in die normalen Hierarchien eingegliedert. Nur, was nicht vorhersehbar
grundsätzlich nicht vorhersehbar oder abschätzbar war, auch für die Gottheit selbst nicht, welchen Einfluss die sarmatischen Wesenheiten nehmen. Und die haben mittlerweile einen starken Einfluss eben auch auf die asurischen, arimanischen und selbst bis zu einem gewissen Grad auf die luziferischen Wesenheiten, auf die noch einmal am wenigsten. Aber auf die anderen haben sie einen starken Einfluss. Und es läuft längst schon so, dass die Widersacher nur mehr teilweise in Wahrheit im Dienste der Gottheit stehen und schon auch. Und das liegt am Menschen, am Fehlverhalten der Menschen letztlich, dass wir auch diese Widersacher immer mehr in den Sog dieser sarmatischen Wesenheiten ziehen, weil wir ihnen verfallen. Also eben hat schon lange begonnen, überall dort, wo schwarzmagische Künste gepflegt wurden, haben wir genau das bewirkt. Und das geht vor die atlantische Zeit in Wahrheit noch zurück. Das fängt an im Grunde, seit die ersten Menschen die Erde betreten haben. Zuerst noch mit einem sehr gruppenhaften Ich in Wahrheit, aber schon da fängt es an, dass die ersten Schwarzmagier dabei sind, die damit hurra was anderes machen wollen, die ihre Machtfülle pflegen wollen und damit sich losreißen. Die sagen, ja, aha, die Gottheit hat uns da eine eigene Welt gegeben, aber die gehört jetzt uns und wir pfeifen auf die Gottheit da oben. Das wird jetzt unser Reich und nur unseres. Und damit hatten die sarmatischen Mächte sofort den Ansatzpunkt. Ja, jetzt sehe ich auf die Uhr und sehe, dass die Zeit fortgeschritten ist. Wir werden also heute, glaube ich, nicht mit dem Vaterunser ganz fertig werden, sondern wir werden das fürs nächste Mal aufheben. Da haben wir sowieso ein großes Thema drinnen, aber wir werden sehen, wie da ein Weg jetzt beginnt mit diesem Vaterunser und wirklich, wenn man es ernsthaft betet, kann man diesen Weg alleine dadurch gehen, entgegenzuarbeiten, diesen Impulsen, die jetzt immer bedrohlicher werden in gewisser Weise. Weil unter der Sogwirkung der sarmatischen Mächte haben eben auch die anderen, die sozusagen leichtgewichtigeren Widersacher, gewaltig an Fahrt aufgenommen. Gewaltig. Und zwar insbesondere jetzt in unserem Jahrtausend. Also in den letzten 20 Jahren. Und es ist jetzt in den letzten 2-3 Jahren oder was noch einmal Gas gegeben worden. Und das sind immer Schritte, die, weiß ich nicht, das ist jetzt eine symbolische Zahl, aber die eher Potenzierungsschritte sind als Ding. Also es geht nicht auf 10, von 10 auf 20, von 10 auf 100 und von 100 auf 1000. So etwa ist das Tempo unterschiedlich. Aber es ist auch eine riesige Chance da, die geistigen Kräfte zu entwickeln. Im selben Tempo oder vielleicht sogar noch in einem größeren Tempo. Das geht Hand in Hand, interessanterweise. Aber das werden wir auch sicher noch, ich habe es schon öfter angedeutet, aber es ist eines ohne dem anderen nicht zu haben. Also es hängt das geistige Entwicklungstempo ganz stark auch ab von dem, was die Widersacher tun. Und umgekehrt wieder, wenn wir uns stark geistig entwickeln, geben sie noch mehr Gas. Das ist immer so ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Also das schaukelt sich irgendwo immer hoch. Es bleibt uns aber nichts anderes übrig, als das Tempo zu gehen, mitzugehen. Ansonsten sausen wir mit dem Höllentempo nach unten. Also das ist die Situation, aber wir haben eben mit der Christuskraft in unserem Ich, mit dem Göttlichen wirklich in uns und eben mit Hilfe solcher Dinge, wie es schon alleine solche Gebete sind. Das darf man nicht unterschätzen. Aber es muss halt wirklich ganz ehrlich gemacht werden. Und darüber werden wir noch viel sprechen müssen, was das heißt, das ehrlich zu machen. Ja, aber damit
lassen wir es ganz unvollendet ausklingen heute und stürzen uns das nächste Mal wieder hinein. Ich danke euch fürs Dabeisein heute. Und ich hoffe, im Livestream hat jetzt alles funktioniert, aber da keine Meldung mehr gekommen ist, hoffe ich, dass das wirklich geklappt hat. Danke. Dir auch herzlichen Dank. Danke, Dankeschön. Danke, Wolfgang. Gerne, gerne. Dankeschön. Danke vielmals. Danke. Danke. Und noch einmal Danke allen beim Livestream, dass ihr die Panne, die da passiert ist, durchgestanden habt und dass wir es zum Glück irgendwie dann noch notdürftig klären konnten. Also bei Jitsi war alles gut. Bei Jitsi war es gut, nein, das Problem war beim Livestream, weil meine Schuld, ich hab die Lautstärkepegler verwechselt. Ich habe den falschen betätigt. Wollte was verbessern, aber es war eine Verschlimmbesserung. Also verzeiht mir bitte. Verzeiht mir bitte. Bis zum nächsten Mal. Fehler sind dafür da, dass sie gemacht werden. Ja, das haben wir schon ein paar Mal gehört. Ja, also ich habe meins beigetragen. Sie sind ja gar nicht da, wenn sie nicht gemacht haben. Genau. Schöne Woche. Danke. Schöne Woche. Tschüss. Tschüss. Baba auch im Livestream. So. So, Baba auch. Bis zum nächsten Mal. Zum nächsten. So.